Die ganze Straße hatte eine einzige Regel. Lauf nicht langsam an dem Haus der Bäckers vorbei. Schau nicht in den Garten rein. Und um Himmels Willen, lass deine Kinder nicht auf dieser Seite der Straße laufen. Wegen Titan und Atlas. 2 südafrikanische Boa-Bulls, Brüder, jeder fast 90 Kilo schwer. Jeder so gebaut, als hätte die Natur vergessen, dass diese Tiere eigentlich in ein normales Wohngebiet passen müssen. Breite Brust, schwarze Maske, zerfurchte Gesichter, die dauerhaft gelangweilt von der Welt wirkten. Und diese bernsteinfarbenen Augen, die absolut alles verfolgten, was sich bewegte. Die Nachbarn beschwerten sich seit 2 Jahren. Zu groß, zu einschüchternd, einfach zu viel. Aber dann zog ein 6-jähriger Junge namens Leon nebenan ein. Und alles, was diese Nachbarn zu wissen glaubten, brach an einem einzigen Nachmittag zusammen. Also Leute, Markus und Diana Becker hatten Titan und Atlas seit dem Welpenalter. 8 Wochen alt waren die beiden, als sie ankamen. 2 fällige, rehfarbene Klumpen, die in eine Wäschetonne passten und ihre erste Nacht damit verbrachten, im Duett zu winseln, bis Markus aufgab und sie ins Bett ließ. Großer Fehler, weil Titan und Atlas dieses Bett nie wieder vergaßen. Sie wuchsen schnell. Mit 18 Monaten wog Titan 85 Kilo, Atlas hatte die 90 geknackt. Zusammen brachten sie Diana um fast 120 Kilo. Sie fraßen zusammen fast 6 Kilo Futter pro Woche. Die Tierärztrechnung war so hoch wie eine Kfz-Versicherung. Und ihre Präsenz im Garten war längst zur Legende der Nachbarschaft geworden. 2 riesige Silhouetten hinter einem Zaun, die alles beobachteten, ohne einen Laut von sich zu geben. Gebissen hatte noch nie jemand. Angegriffen hatte noch nie jemand. Aber niemand wollte herausfinden, was passiert, wenn doch. Außer Leon. Die Hoffmanns zogen an einem Donnerstag Ende September ein. Diana beobachtete vom Fenster aus, wie ein Transporter in die Einfahrt nebenan rollte, wie ein Mann Kartons schleppte, wie eine Frau Möbel einwies. Und dann sah sie, wie ein kleiner Junge in einer blauen Jacke aus dem Auto kletterte, sich in der Straße umsah, den Zaun entdeckte, hinter dem Titan und Atlas standen, und direkt auf ihn zumarschierte. Diana war schon auf dem Weg zur Tür, aber sie war zu spät. Leon drückte sein Gesicht gegen die Holzlatten des Zauns. 6 Jahre alt, knapp 28 Kilo, und er schaute direkt auf 2 Tiere, die zusammen über 150 Kilo auf ihn hatten. »Hallo«, sagte er. Titan bellte nicht, Atlas wich nicht zurück. Was sie stattdessen taten, das hatte Diana bei einem Fremden noch nie erlebt. Titan senkte seinen riesigen Kopf, langsam, bedächtig, und schob seine Schnauze durch die Lücke im Zaun. Atlas folgte. 2 enorme schwarze Nasen, die sich zu diesem Jungen vorstreckten, der keine Angst hatte, kein Zögern, kein Gespür dafür, was die meisten Erwachsenen fühlten, wenn sie vor diesen Hunden standen. Leon kicherte. Die sind ja so flauschig. Diana stand auf ihrer Veranda, die Hand vor dem Mund. Leons Mutter Sandra kam über den Rasen gerannt, mit Entschuldigungen auf den Lippen, aber sie blieb stehen, als sie es sah. Die kleinen Hände ihres Sohns, die durch die Zaunlatten griffen und Titan hinter den Ohren kratzten, während der sich hineindrängte wie eine 90-Kilo-Katze. »Er macht das immer so«, sagte Sandra leise, »bei jedem Hund, dem er begegnet. Er hat einfach keine Angst.« Diana sah sie an. Meist der Erwachsenen schon. Sandra beobachtete ihren Sohn einen langen Moment. Darf er sie kennenlernen, richtig? Diana öffnete das Gartentor. Krass, oder? Was dann passierte, das ist die Geschichte, die Diana seitdem jedem erzählt. Leon ging durch das Tor, schaute zu Titan hoch, der in voller Höhe stand, Augenhöhe mit Leons Stirn, und sagte mit einer Selbstverständlichkeit, die Diana immer noch fassungslos macht: Sitz. Titan setzte sich. Atlas setzte sich. Diana rührte sich lange nicht, weil sie in 3 Jahren bei Hunderten von Begegnungen mit Erwachsenen, Nachbarn, Besuchern noch nie erlebt hatte, dass beide auf einen Befehl eines Fremden reagierten. Nicht einmal annähernd. Leon tätschelte beiden den Kopf, erklärte sie zu den besten Hunden überhaupt und fragte, ob er morgen wiederkommen dürfe. Er kam jeden einzelnen Tag, 6 Wochen lang. Rucksack am Zaun, 1 Stunde im Garten.
Ab der 3. Woche hatte Titan eine Gewohnheit entwickelt. Sobald er Leons Stimme am Zaun hörte, stand er auf, egal wo er lag, und ging zum Tor, noch bevor der Junge klopfte. Atlas folgte immer, jedes einzige Mal. Einige Kinder aus der Nachbarschaft fingen an, aus ihren Fenstern zu schauen, nicht mehr mit Angst, mit Neid. Echt jetzt, manche Momente sind zu selten, um sie für sich zu behalten. Wenn ihr jemanden kennt, der noch denkt, dass Größe gleich Gefahr bedeutet, zeigt ihnen diese Geschichte. Ihr schaut noch, aber abonniert habt ihr noch nicht. Drückt jetzt auf Abonnieren. Denn was um 2:47 Uhr nachts passiert, das ist der Grund, warum diese Familie nie wieder dieselbe sein wird. Es war ein Dienstag im November. Kalt. Markus und Diana schliefen. Leon lag in seinem Bett nebenan. Um 2:47 Uhr fing Titan an zu bellen. Nicht sein übliches Grollen. Das war schnell, anhaltend, direkt auf die Wand gerichtet, die ihren Garten von dem der Hoffmanns trennte. Atlas stimmte 3 Sekunden später ein. Markus sah das Leuchten zuerst, orange und flackernd, aus der Garage der Hoffmanns. Er rief die 112, weckte Diana und rannte los. Sein Herz tat dabei etwas, für das er noch kein Wort hatte. Ein defektes Heizgerät, Rauch im Flur. Sandra stand schon draußen und schrie. Leons Tür hatte sich durch die Hitze verzogen und ließ sich nicht öffnen. Markus bekam sie auf. Leon war unverletzt, desorientiert, hustend, aber unverletzt. Die Garage war verloren, das Haus überlebte. Teilt diese Geschichte mit jemandem, dem man erinnern muss, was diese Hunde wirklich sind. Später fragte der Brandermittler Sandra, wie sie rechtzeitig aufgewacht sei. Sie sagte, sie sei gar nicht von selbst aufgewacht. Sie sei geweckt worden von 2 Hunden, die um 2:47 Uhr durch eine Wand bellten, aus einem Haus, das nicht mal ihres war, um es zu schützen. Die Nachbarschaft hat keine Regel mehr über das Haus der Beckers. Jetzt laufen die Leute langsamer davor vorbei. Sie winken in den Garten. Und an Nachmittagen unter der Woche sieht man einen Jungen in einer blauen Jacke auf der hinteren Treppe sitzen. Titans Kopf auf seinem Knie, Atlas an seine Seite gepresst, 180 Kilo Boaböll, die jeden Zentimeter dieser Treppe ausfüllen, als wären sie genau dafür gemacht worden. Dieselben 2 Hunde, vor denen einmal jeder Elternteil seine Kinder gewarnt hatte, die in der Nacht etwas hörten, um das sie niemand gebeten hatten und trotzdem bellten. Manche Dinge lassen sich nicht durch Training erklären, manche Dinge lassen sich nicht durch die Rasse erklären, manche Dinge hängen einfach davon ab, dass ein Junge ohne Angst durch ein Tor ging und 2 Hunde etwas in ihm erkannten, das die gesamte Nachbarschaft übersehen hatte. Leon hat Titan und Atlas nicht verändert. Er hat einfach gesehen, was schon immer da war. Und sie haben es nie vergessen, weil man das mit sich trägt, wenn einen endlich jemand wirklich sieht. Denn die, die die Welt für zu viel hält, sind oft genau genug für den Menschen, den sie am meisten braucht. Hättet ihr das Tor für Leon geöffnet oder wärt ihr einer der Nachbarn gewesen, die die Straßenseite wechseln? Sagt mir ehrlich eure Meinung in den Kommentaren.